Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute starten wir eine kleine Videoserie und zwar geht es heute um M-Performance-Teile am M2 Competition. Vor uns sehen wir jetzt hier einmal die Heckklappe aus Carbon, die sich auch im Zubehör des M-Performance-Segments befindet. Es gibt ja verschiedene Teile. Es gibt einmal, wie hier zu sehen, den Heckdeckel, es gibt die vorderen Kotflügel, es gibt die Motorhaube, es gibt den Frontspoiler, es gibt den Heckspoiler und noch verschiedene kleine Zusatzflügel für die Front und das Heck des Fahrzeugs sowie Innenraumteile. Und ich habe mir jetzt verschiedene Teile für das Exterieur des Fahrzeugs bestellt. Ich habe ja bereits diese kleinen Seitenflaps an den Schwellern, also vor den Hinterreifen. Ich mache jetzt hier mal ein Bild rein. Und zusätzlich zu diesen Teilen habe ich mir jetzt bestellt einmal eben den Carbon-Heckdeckel, den wir jetzt hier sehen, plus den großen Heckspoiler, das heißt also diesen durchströmten Heckspoiler. Der wird dann später einmal auf diesen Montagepunkten sitzen. Aktuell ist der Spoiler noch nicht angekommen, deswegen zeige ich jetzt erstmal nur grob die Informationen zum Heckdeckel. Und wenn der Spoiler dann da ist, gibt es noch ein weiteres Video, wo ich den Spoiler verbaue. Und später dann, wenn der Spoiler montiert ist, werde ich die gesamte Heckklappe mit dem Spoiler eben am Fahrzeug verbauen. Was wir jetzt hier auch sehen, ist so ein kleiner Schlauch. Der ist dazu da, den solltet ihr auf gar keinen Fall jetzt rausziehen, der ist dazu da, um später den Kabelbaum hier einfädeln zu können. Das heißt also, ihr nehmt hier unten so ein Ende, packt da euren Kabelbaum ran und könnt dann anhand dieses Schlauchs den Kabelbaum entsprechend nach hier oben ziehen, denn hier muss man ja verschiedene Teile vom Original-Heckdeckel wieder anbringen. Das seht ihr dann aber in einem späteren Video. Insgesamt muss ich sagen, ist die Verarbeitungsqualität wirklich gut. Ich hatte mir erst überlegt, ob ich den Heckdeckel lackiere. Jetzt im ersten Schritt werde ich das aber nicht tun. Ich möchte das ja hauptsächlich für die Rennstrecke nutzen, das Fahrzeug, und da ist es mir jetzt nicht so wichtig, ob der Heckdeckel zur Wagenfarbe passt oder nicht. Außerdem ist das Carbon wirklich sehr schön gearbeitet. Das heißt, es sieht also auch noch gut aus. Mit dem Heckdeckel alleine ist es jedoch nicht getan, denn ihr braucht auch noch verschiedenes Zubehör. Ein bisschen was an Zubehör könnt ihr vom Original-Heckdeckel verwenden. Andere Teile wiederum müsst ihr separat bestellen. Bevor ich euch die anderen Teile zeige, jetzt aber einmal noch den Kofferraumdeckel von der anderen Seite, von der Sichtseite sozusagen. Das ist jetzt die Sichtseite des Kofferraumdeckels. Hier unten ist dann die Vorbereitung für euren Kennzeichenhalter. Hier unten, man sieht das jetzt, ist die Möglichkeit da, um euer Licht zu montieren, sowie den Kofferraummechanismus, also zum Öffnen des Kofferraums. Und was wir auch sehen, hier ist eben entsprechend ein Freiplatz für euer BMW-Emblem. Dann ist hier M-Performance aufgedruckt. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ist sehr dezent gehalten, ist in so einem Grauton. Dann haben wir hier diese kleinen Höcker, links und rechts. Die gehen nachher natürlich ein bisschen unter, weil ja dann noch der große Heckflügel drauf kommt. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich ein sehr, sehr schönes Design. Spannend ist natürlich auch, wenn man jetzt hier mal drauf achtet, hier sind keine Rückleuchten verbaut im Heckdeckel. Wenn man jetzt an den M4 denkt oder an den 4er, ist es ja so, dass Teile der Heckleuchteneinheit sich auch im Heckdeckel befinden. Das hat man wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, beim M2 oder beim M2 absichtlich nicht gemacht. Und deswegen hat man hier die Möglichkeit, relativ einfach den Heckdeckel zu tauschen. Jetzt gucken wir mal auf das Zubehör, was man noch braucht, zusätzlich zu dem Heckdeckel alleine. Denn wie gesagt, mal ein bisschen laut, denn zusätzlich zu dem Heckdeckel brauchen wir auch, weil der so viel leichter ist. Ich wiege den auch noch gleich mal, dann habt ihr auch eine Idee, beziehungsweise eine echte Angabe, was wiegt denn nur der Heckdeckel. Wenn ich den Original-Heckdeckel ausbaue, werde ich auch nochmal einen Vergleich machen, sodass man dann schön sehen kann, wie viel Gewicht spart man sich wirklich. Dann brauchen wir andere Stoßdämpfer, also Gasfederstoßdämpfer für den Heckdeckel. Die müsst ihr separat bestellen. Da mache ich auch eine Liste unten in die Videobeschreibung, welche Artikelnummer ihr da sozusagen verwenden müsst, um an diese Teile ranzukommen.
damit ihr das eben dann bei Bedarf auch nachbestellen könnt. Ich zeige das jetzt hier nochmal. Ich packe mal einen aus. Das sind also einfach diese Gasdruckdämpfer, die ihr auch am originalen Heckdeckel habt. Allerdings sind die halt eine andere Spezifikation, sprich die sind nicht ganz so stark, die lassen sich also leichter komprimieren, damit eben mit dem weniger Gewicht die zurechtkommen. Denn die Originalen, die hätten viel zu viel Widerstandskraft und dann würde der Deckel gar nicht auf sauber schließen. Dann Teile, die jetzt eigentlich nicht wirklich zum Heckdeckel gehören, sondern eher zu dem großen Heckspoiler. Das sind solche Unterlagplatten für den Heckspoiler. Die werde ich dann in dem Heckspoiler-Video nochmal separat genauer zeigen. Dann habt ihr hier verschiedene Schrauben. Auch die sind sozusagen für den Front- und Heckspoiler. Die zeige ich dann auch im Detail nochmal. Was für den Heckdeckel noch wichtig ist, ist eben euer BMW-Logo, damit ihr das später hier wieder platzieren könnt und euer Heckdeckel wirklich komplett ist. Jetzt schaue ich gerade mal, ob hier noch was dabei ist. Genau. Dann ist es so, dass BMW auch für die Verschraubungspunkte ein spezielles Loctite, also eine spezielle Schraubensicherung vorgibt. Die packe ich dann auch in die Videobeschreibung. Das heißt, dass ihr die Schrauben, die ihr jetzt hier verwendet, um Teile des Heckdeckels oder den Heckdeckel selbst zu montieren, dass ihr das einfach entsprechend befestigt oder eben zusätzlich sichert mit Schraubensicherung. Dann sind hier auch nochmal so Teile, auch nochmal Unterlegstücke für den eigentlichen Heckspoiler dann, die ich dann auch nochmal in dem Video, wo es um den Heckspoiler im Detail geht, eben in die Videobeschreibung einfüge. Das war jetzt also so ein grober Überblick über die Heckklappe des BMW M2 Competition. Jetzt kommt noch eine kurze Information zu dem Gewicht der Heckklappe. Das heißt, ich packe die jetzt auf die Waage, dann haben wir die Information auch und im nächsten Video oder übernächsten Video geht es dann an die Montage des Heckspoilers und dann später auch an die Montage des ganzen Heckdeckels am Fahrzeug. Was auch noch kommt, ist wie gesagt der Frontsplitter. Den habe ich mir noch bestellt in Carbon. Das heißt, es fehlen jetzt also noch 2 Teile. Und ja, dann gibt es dann auch nochmal ein Video speziell für den Frontsplitter zum Verbauen. Das Video mit dem Heckspoiler werde ich, wie gesagt, mit dem Heckdeckel so ein bisschen kombinieren. So, wie versprochen, werde ich den Heckdeckel jetzt auch einmal wiegen, dass wir jetzt die offizielle Gewichtsangabe einmal haben, beziehungsweise einfach einmal sehen, wie viel wiegt denn nur der Heckdeckel. Natürlich kommen dann später noch verschiedene Teile vom Original-Heckdeckel an diesen Carbon-Heckdeckel, das heißt, der wird im Endeffekt noch ein bisschen schwerer, aber ich werde auch den Original-Heckdeckel sozusagen alle Teile abbauen und dann eben auch vergleichswiegen, sodass man wirklich vergleichbare Werte hat, also der nackte Original-Heckdeckel gegen den nackten M-Performance-Heckdeckel, und wir sehen jetzt hier, das liegt bei 3,7 Kilo, was wirklich nix ist, das ist echt super. Ich hoffe, das Video war hilfreich und jetzt im Anschluss gibt es noch ein paar Bilder vom Heckdeckel. Bis zum nächsten Mal. Ciao!